10 Jahre habe ich mich auf diesen Moment vorbereitet. 10 Jahre wurde ich gedrillt, trainiert, gepeitscht, drangsaliert. Aber selbst 20 Jahre könnten einen nicht auf den ersten Kampf, auf die erste echte Schlacht vorbereiten. Und als endlich der letzte Angreifer besiegt ist und die Stadt gerettet, stehen die Ordensbrüder und Schwestern wie immer an vorderster Front. Und das bisschen, was von meiner Rüstung noch übrig ist, hängt in Fetzen von meinem Körper. Und aus dem einstmals weißen Raben ist ein roter Rabe geworden, vollkommen besudelt. Und als ich mich endlich, so wie es die Ordensregeln wollen und erlauben, nach hinten drehe, wenn der letzte Gegner besiegt ist, offenbart sich erst das wahre Ausmaß des Gemetzels. Und meine entsetzten Blicke fallen auf diejenigen Gefallenen, mit denen ich noch vor einer Woche Tisch, Raum und Schlafsaal geteilt habe. Und während ich mich noch entsetzt umschaue, umdrehe, wie ein Kreisel, fallen meine Augen auf einen meiner geschätztesten Kameraden, Bruder Larit, und ich stürze auf ihn nieder, versuche meine heilenden Kräfte noch auf ihn anzuwenden, aber zu spät. Das Leben ist schon aus seinem Körper gewichen. Und dann passiert etwas, das man vermutlich nicht erwartet hätte, das irgendwo in den endlosen Gesetzen des Ordens auch verboten sein würde. Ich fange an, entsetzt und wütend und traurig und gebrochen zu weinen. Ja, das ist meinem Volk wohl nicht so gegeben, aber ich krächze verzweifelt wie ein verwundeter Vogel. Dann spüre ich eine starke Hand auf meiner Schulter. Es ist die von Schwester Brigida, die mich hochreißt und sagt, ich soll mich zusammenreißen. Heute würden noch andere sterben und es gäbe noch genug zu tun. Und das holt mich wieder in die Realität zurück. Denn jetzt gilt es, die zahllosen Zivilisten, die zwischen die Fronten geraten waren, wo immer möglich, noch zu retten. Die Nacht der Ankunft auf dem Schlösschen Tannwacht stand unter keinem guten Stern. Ein weiterer Toter war zu beklagen und dessen Ableben gab so manches Rätsel auf. Aber sowohl die Wärme eines Kaminfeuers als auch der freundliche Empfang ließ die Herzen der Gemeinschaft nicht lange schwer sein. Und die Heldinnen und Helden vergaßen für einen Augenblick die Schrecken der letzten Tage. Und so kam es, dass Bix, Valkyrie, Ephraim, Fabuland und Clune noch in derselben Nacht dem Souverän und seiner illustren Gesellschaft vorgestellt wurden. Ich werde aufstehen mich von der Tafel, vor dem Lord verbeugen. Dann gehe ich zum Samusplatz hin, sage, ich habe ein Geschenk für euch.
rupfe mir eine Kopffeder, eine weiße aus und stecke sie dem ins Haar, wenn er mich nicht massiv daran hindert. Du steckst sie ihm ins Haar. Was ist deine Rüstungsklasse? Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist eine interessante Frage. Also ohne Schild sind das 16. Okay. Du nimmst deine Feder raus, willst sie ihm ins Haar stecken und er beißt fett zu, erwischt dich aber in der Armschiene. Und du spürst aber, oder du siehst, wie der wirklich zubeißt. Ja, und zwar so, dass du es knacken hörst, ja, vom Kiefer oder von den Zähnen oder von was auch immer. Ja, und wenn du das zurücktust, dann klacken die Zähne auch fett aufeinander. Die Feder landet am Tisch und er schlägt sich über die Lippen. Du siehst, ein bisschen Blut rinnt raus. Er dürfte sich selbst gebissen haben in die Wange, in die Lippe. Man sieht es nicht wirklich. Und weil er das so leckt, dann beginnt er wieder zu grinsen und man sieht diese blutverschmierten Zähne von ihm. Ja. Und die beiden Soldaten halten ihn wieder und Aber ihr habt der Souverän Enrik sagt dann... Ich glaube, ihr habt euch verletzt, ihr solltet euch das anschauen lassen. Es war eine sehr hehre Idee, junger Freund. Aber vielleicht warten wir auf Valterius und seine Medizin. Ich verbeug mich nochmal vom Souverän und setze mich dann wieder. Ist dir gut? Ja, danke. Okay. Hast du also sehr ruhig ertragen. Ich hatte viele aufmüpfige und stürmische Kommilitonen in der Ausbildung. Lass das lieber anschauen, nicht, dass du dir jetzt was eingefangen hast von dem kleinen Rotzlöffel. Ich glaube, ja. Ich bin ganz leise. Er hat sich nur selber gebissen. Mir geht es gut. Sehr merkwürdig, nicht? Die Tür öffnet sich. Evangelos schaut rein. Es ist so ein denkbar schlechter Moment gerade jetzt. Es ist relativ ruhig nach dieser Szenerie und so. Und er schaut rein. Dann macht er 2, 3 Schritte rein. Macht die Tür wieder zu. Ihr habt euch umdreht, alle schauen ihn quasi an gerade. Er hat sich ein bisschen herausgeputzt. Er hat ein neues Gewand an, er hat schöne Schuhe an. Irgendwie so ein bisschen bludrige Hosen hat er angezogen. 2 Schuhe? Also 2 Schuhe? Er hat jetzt 2 Schuhe. Ja. Er hat 2 Schuhe. Schauen wir mal, wie lange. Er hat ein Instrument dabei, eine Leier hat er dabei. Und alle schauen ihm an und er steht dann so in der Tür. Musik. Und die Adeligen schauen ihm an, nicken dann. Es beginnt wieder ein bisschen Gemurmel unter den Adeligen. Es war gerade sehr, sehr, sehr leise. Und der Souverän sagt dann, gerne, Evangelos. Ein bisschen Musik wird uns wahrscheinlich die Stimmung wieder heben und gut tun. Bitteschön. Nehmt euren Platz ein und sorgt für bessere Stimmung, als sie momentan ist. Habt ihr Valterius gesehen unten? Nein, ich glaube, der ist gerade draußen beim Burgtor und untersucht die Wache. Interessant. Er wird bald kommen. Würdet ihr mich entschuldigen? Dann würde ich gerne Valterius Gesellschaft leisten. Ja, er hat ohnehin gesagt, sie bräuchten wahrscheinlich Hilfe, um diesen Leichnam vom Eis zu befreien und reinzutragen. Also wenn jemand von euch... Ich warte gar nicht, bis er zu Ende gesprochen hat, spring schon auf und bin schon auf dem halben Wege aus dieser doch eher unangenehmen Situation. Gut. Ja, der Evangelos hat hinten derweil an einem Stuhl im linken hinteren Eck Platz genommen und beginnt mit seiner Leier eine angenehme kleine Hintergrundmusik zu spielen, die vielleicht gerade ein bisschen fehl am Platz ist, vielleicht aber auch tatsächlich nicht. Wenn ihr euch jetzt in dem Raum einmal umschaut, seht ihr, dass dort definitiv ein paar ausgestopfte Tiere sind. Auf der einen oder anderen Seite ein
Wildschweinschädel, der dort hängt. Für ein Jagdschloss aber tatsächlich gar nicht allzu viel. Die eine oder andere Rüstung steht in einem Eck. Die Wände sind mit schweren Brokatvorhängen abgehängt, wahrscheinlich um die Wärme zu behalten. Und es ist tatsächlich angenehm warm da drinnen. Was nicht verwunderlich ist, der Kamin rennt auf vollen Touren. Holzstöße sind dort aufgestapelt, genug um das Feuer für mehrere Stunden oder vielleicht sogar Tage am Laufen zu halten. Und es wird auch regelmäßig nachgelegt. Essen wird gebracht und du gehst einstweilen wieder hinunter. Du wirst entschuldigt quasi. Der Souverän nickt dir zu, wenn du gehst. Und somit bist du auch entschuldigt und kannst gehen. Du bist in der Zwischenzeit aufgestanden und... Ja, ich schreite ein bisschen im Raum umher, einfach um mich da nicht begaffen zu lassen wie ein Ausstellungsstück, ein bisschen den Raum einzunehmen für mich. Ich werde dann mit Smalltalk einfach beginnen und den Souverän direkt ansprechen, ob er ein paar Jagdgeschichten zu erzählen hat. Sie sind ja doch schon eine Weile hier. Wir sind eine Weile hier, aber die Jagd war noch nicht von Erfolg gekrönt. Aber das ist auch gar kein Problem. Erstens haben wir noch genug Nahrung, um nicht auf die Jagd angewiesen zu sein. Und wir wollen ja nicht nur einfach wegen des Spaßes zur Jagd gehen. Ja, sondern? Nun ja, ich finde, zur Jagd sollte man nicht nur gehen, um das Vergnügen zu haben. Es ist nichts verkehrt daran, um Vergnügen zu haben bei der Jagd. Aber es sollte schon ein bisschen mehr dahinter sein, als nur eine Trophäe zu erobern. Sehr nobel. So wurde ich erzogen, sagte. Und ihr werdet das ganze Jahr, den ganzen Lauf hier verbringen. Es ist eine lange Zeit. Habt ihr so etwas schon einmal erlebt? Nein, das ist das erste Mal. Was hat euch denn bewogen, dieses Abenteuer zu wagen? Lasst mich euch fragen, was hat euch bewogen, hierher zu kommen? Ihr seid aus dem Hause Mordecai, nehme ich an. Ich glaube, ich habe euch gesehen, kann das sein? Meint ihr jetzt hierher explizit? Ja, ja. Nun, Evangelas hat uns angesprochen. Ich verstehe. Hat uns Grüße ausgerichtet von euch, werter Herr, werter Souverän, und dass ihr nach Gesellschaft sucht und Unterstützung. Also wurde dir nicht von eurem Vater geschickt, um mir unter... Oh nein, Nein? nein. Ich muss euch an dieser Stelle gestehen, dass ich ohne Einverständnis meines Vaters hier bin. Rebellisch, sagt er. Das gefällt mir. Ich war in meiner Jugend auch ein Rebell. Unsere Frau legt ihre Hand so ein bisschen auf seinen Arm und nickt so ein bisschen so. Ja, ja. Du Rebell, du quasi und so. Ja. Doch ich bin gespannt auf euer Abenteuer. Wie lange seid ihr denn schon hier? Wir sind gut, gegen Ende des letzten Solmondes sind wir hierher gekommen. Kurz für mich, wie lange Das ist schon? circa 4 Wochen, 4,5, 5 Wochen her, ja. Und ihr wagt das Abenteuer so lange zu bleiben. Ich frage nochmal. Ja, wir sehen, wie lange es funktionieren wird. Aber ihr hättet den Plan. Ja, Den ganzen Lauf wir zu bleiben. haben es besprochen, sagt er dann und zeigt so auf die anderen aus dem 4. und dem 8. Haus. Obwohl es noch nie getan wurde, in diesem Jagdschlösschen so lange zu bleiben, wollen wir es doch wagen und versuchen herauszufinden, wie es ist, einen ganzen Zyklus hier in einem Jagdschloss zu verbringen. Es ist ein spannendes Unterfangen und es freut mich, dass ihr für eine Zeit euch entschlossen habt, es für eine Zeit mit uns zu machen. Das finde ich hervorragend. Hören wir das alle oder ist das nur eine Konversation? Das hören sie zwischen- alle. Nein, der Souverän bleibt weiter bei der Tafel sitzen. Und ich Er geht so spreche, ein bisschen spreche herum. raumfüllend. Ja, Also ja. wenn Alles ich klar. Konversation betreibe, dann betreibe ich sie raumfüllend. Das ist so weird dort, in diesem Schloss. Ich würde mir gern halt, also falls er eine Bisswunde hat, ich würde mir einfach die Hand kurz schnappen, so herziehen, so lass mal anschauen. Da ist gar keine Bisswunde, das ist alles in die Armschiene Gar nichts, sieht gegangen. man nicht einmal. Nein, du siehst schon Die ein bisschen Blut und Speichel und tatsächlich so ein bisschen die Abdrücke von den Zähnen in dieser Armschiene. Ja. Echt, Das kann man erkennen. Ja. ein wilder kleiner Welpe. Was ist los mit dem? Das ist doch nicht normal.
Entschuldigung. Nein, was stimmt? Ich versuche werden's ein herausfinden. bisschen drauf zu schauen, ob ich ihn ein wenig aus der Reserve locken kann. Die wahren Beweggründe, warum sie hier sind. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es mir offenbart wird an dieser Stelle. Deswegen bohre ich auch nicht lange nach. Ich werde dennoch irgendwo an einer Stelle auf Stolz Samo zu sprechen kommen und meinen, dass ihm die Abgeschiedenheit offenbar nicht so gut bekommt. Nein, ganz im Gegenteil, wir hoffen, dass ihm die Abgeschiedenheit ein bisschen besser bekommen wird, denn diese Episoden haben leider begonnen, als wir noch in Kailum Prime waren. Also haben wir gehofft, dass die Luft hier und die Umgebungsänderung vielleicht irgendetwas bewirken wird. Es war so plötzlich, als es begonnen hat. Aber nun ja, er kommt in die Pubertät. Ich erinnere mich noch. Es ist noch nicht lange her. Eine Du hast es schwierige auch Zeit. gemacht? Hast du auch oft in Armschienen gebissen? Nein, ich habe nicht in Armschienen gebissen. Ich habe aber auch zum Missfallen meines Vaters. Manch andere Armschienen Du sprichst in der Vergangenheit. Zum Missfallen meines Vaters agiert zu jener Zeit. Du eilst hinunter. Ja. Draußen ist so ein bisschen einige Leute, die gehen. Du siehst, das Tor ist auch wieder ein bisschen geöffnet. Ja, Okay. Da stehen ein paar Leute mit Laternen draußen. Der Wind weht, der Sturm ist noch immer nicht beendet in Wirklichkeit. Und alle, die draußen stehen, sind entweder haben es zu wenig an und frieren ein bisschen oder dürften irgendwann mal reingegangen sein, um sich besser anzuziehen. Und tatsächlich siehst du ziemlich schnell, weil viele Laternen dorthin gehalten werden, einen alten Mann mit einer dicken Pudelmütze, mit so Ohrenschlappen und der schaut sehr voluminös aus. Also richtig so fetten Pelzmantel und der kniet so unten und ein bisschen mit dem Rücken halb zu dir. Du siehst ein paar graue Haare wehen im Wind unter dieser Pudelmütze vor. Und Also ich nähe mich, mache aber keinen Hehl daraus, also schaue auch, dass ein Gewicht in meinen Schritten liegt. es das knirscht durch den Schnee durch. Genau. Ja. Die Leute schauen auf, wenn du rauskommst teilweise, aber es reagiert niemand jetzt aus. Wer trägt denn hier die Verantwortung? Einer schaut zu dir auf und macht ein bisschen so. Ich Und dann hörst du, wenn du näher hinkommst, so ein. Ich deute auf die Gestalt, die kniet. So, der Soldat nickt. Und du hörst diese Stimme. Trete neben ihn und gehe auf die Knie. Dann seid ihr Valterius. Du siehst eigentlich sein Gesicht nicht, du siehst eine Nase, eine große, von der Seite einen Bart, der irgendwie auch im Wind herumgewirbelt wird. Du siehst, er hat irgendetwas auf der Nase drauf mit verschiedenen Gläsern, mit verschiedenen Dicken und Größen, die er hat, um irgendetwas zu sehen, offensichtlich so irgendeine magische Kontraktion vielleicht sogar. Und er sieht, es ist alles eindeutig, sagt er dann, nimmt das ab und legt es zusammen und hat da so einen Holzkoffer, den macht er auf und da legt er das rein. Ein paar Tinkturen sind da drinnen, er nimmt eine raus, fährt aus einem Handschuh raus, aus einem Fäustling, leert das in seine Hand, hat den anderen Fäustling aber noch an und dann siehst du, wie er so den Fäustling wieder abnimmt und beginnt sich das tatsächlich in die Hände schmiert. Dann siehst du aber, wie er sofort zum Frieren beginnt und wieder in die Handschuhe reinfährt. Es ist völlig klar, sagt er dann. Was habt ihr erkannt? Dieser Mann ist tot. Das hätten wir euch wahrscheinlich vorher auch sagen können. Aber wisst ihr, wer ihm diese Wunden zugefügt hat? Ein Tier muss es gewesen sein. Es sind keine menschlichen Abdrücke festzustellen, was hervorragend ist. Dieser Mann ist gestorben an der Absenz seines Halses. Blut ist geflossen, aber weniger als gedacht. Ein blutsaufendes Tier. Ein blutsaufendes Tier. Oder er hat vorher schon viel Blut verloren, bevor er gestorben ist. War er ein Bluter?
Er schaut sich so um, die Soldaten sind alles ein bisschen... Keiner reagiert wirklich auf ihn. Also man sieht mir wahrscheinlich eine gewisse Fassungslosigkeit an, der Tatsache, dass er eigentlich nur das Augenscheinliche wiederholt hat und als die große Erkenntnis bekundet hat. Ich schaue in die Gesichter der um mich stehenden Wachsoldaten, wohlgemerkt immer auch ein Stück weit darauf fokussiert, vielleicht in dem einen oder anderen Gesicht einen Bekannten, den Wendel insbesondere zu erkennen. Nein. Er steht auf dann, er richtet sich auf, mühselig. Ja, du siehst, einer von den Soldaten reicht ihm dann einen Stab, den er dann nimmt. Ich helfe dann auch. Ja, es ist in Ordnung, ich bin ja noch immer sehr, sehr beweglich für einen Mann meines Alters, nicht? Ich bin beweglich, sagt er dann so. Und dann siehst du, wie er sich aufrichtet. Sagt er, aber lieber Herr Freiherr Ehrengard, ich habe euch das doch schon alles erzählt. Warum fragt ihr mich noch einmal? Wollt ihr mich testen? Ihr verwechselt mich. Mit wem? Mein Name ist nicht Ehrengard. Seit wann? Noch nie. Er schaut dich an. Mein Name ist Ephraim. Ich verstehe. Ja, Herr Ephraim, ja, ich verstehe. Ja, natürlich ist das euer Name. Ja, ihr könnt mich reinführen, sagt er dann. Gut, ich stütze euch. Und greife mal. Ja, er lehnt sich an dich. Oh. Ja, der ist gar nicht so schwer eigentlich. Okay. Schaut schwerer aus, als er ist. Gut, ich begleite ihn in das Gebäude hinein. Dann siehst du, wie er, sobald er drin ist, macht er und wirft diesen Fellmantel ab und drunter ist ein dürres altes Mandel. Das war ein fetter, halb nasser Fellmantel. Durch das hat er sehr voluminös ausgeschaut, aber jetzt ist er ein relativ dürres Männchen, altes Männchen in einer Robe. Sagt, ist das alles, was ihr erkannt habt? Oder Was wolltet ihr so- einfach nur die Soldaten nicht beunruhigen? Ja, ihr wisst ja, wie das ist mit den Soldaten. Also ich mache nur das, was ihr wünscht, Herr Freiherr. Ihr könnt eure Verkleidung ablegen, sagt er. Eure Männer haben euch bestimmt nicht erkannt. Ihr verwechselt mich. Ihr seid ja gar nicht der Freiherr. Warum gebt ihr euch solcher aus? Oh Mann. Es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Warum wagt ihr es euch als ein Freiherr auszugeben? Das werde ich dem Souverän melden. Mich so an der Nase herumzuführen, es ist furchtbar. Das könnt ihr gerne machen, Herr Valterius. Wie wisst ihr, wo die Verantwortlichen, der Jagdführer... Ihr glaubt, der Jagdführer hat ihm die Kehle rausgerissen? Nein, aber wisst ihr, wo die sind? Zuerst impersonifiziert ihr einen Freiherrn und dann beschuldigt ihr einen armen Jagdführer. Herr Valterius, ich fürchte, wir missverstehen einander. Ich habe schon lange niemanden mehr missverstanden. Ihr findet den Weg alleine rauf in den Saal? Was mache ich im Saal? Na, ihr geht zum Souverän? Warum soll ich zum Souverän gehen? Ach so, um ihm zu sagen, dass ihr einen Freiherrn... Nein, der Souverän hat nach euch geschickt. Es geht um seinen Sohn. Warum sagt ihr mir das nicht? Zuerst tut ihr so, als wärt ihr der Freiherr. Dann, Wisst ihr was? Dann habt ihr Ich wichtige gehe. Informationen. Dreh mich um und lass ihn stehen und verlasse wieder dieses Geschehen und gehe raus wieder zu der Leiche. Die schweigt wenigstens. Ja. Bessere Gesellschaft. Es ist gerade bei der Leiche, wie sie versuchen, sie so vom Boden wegzuheben, was tatsächlich gar nicht so einfach sein dürfte, weil der halt Festgefroren ist. ein bisschen festgefroren ist. Und die heben gerade und versuchen zu machen und zu tun. Da steht aber nur 2 so Hanseln dort, jetzt die anderen dürften sich schon wieder reinbegeben haben. Also entweder sucht ihr etwas, womit ihr einen besseren Hebel habt, oder ihr macht ein Feuer und schmilzt das Oder aus. ihr helft uns ein bisschen, sagt Das er. kann ich gerne machen. Und sie heben an. Mach mir 2 Würfe bitte. Zwei Einen Würfe? Perception-Wurf, einen Wahrnehmen-Wurf Einen Perception. und einen Stärke-Athletics-Wurf, bitte Ja, schön. dann machen wir zuerst mal den Perception. Da sind wir auf 11.
Okay. 11 plus 4. You can do it. 15. 15, sehr gut. Ja. Und der Acrobatics war das, glaube ich, gell? Ja. Nein, Athletics, bitte schön. Athletics. So, ich habe Stärke. schon gedacht, wie du so ein Salto hinmachst. Ja. Alles, was man tun kann, ist es wert, mit Akrobatik getan zu werden, oder? 24. Josh. 24. Ja, also es macht ein hässlich reißendes Geräusch, knackt ein bisschen, irgendwas reißt, irgendwas knackt und er wird plötzlich mit eurer drei Leute gemeinsam schaffen es dann, knackt ihn vom Boden zu befreien. Also ganze. Ja, der Kopf bleibt dran. Der Kopf bleibt dran. Der Ich Kopf stelle mir gerade bleibt, was anderes vor, okay. Arme Jeder Ötze. Haxen. Jeder ein Bein und zwei an den Torso. Okay. Nein, er bleibt im Ganzen. Wo können wir ihn denn aufbauen? Naja, Hinstellen. ich würde sagen, wir bringen ihn mal in den Weinkeller, oder? Ich meine, dort bleibt er frisch, bis wir wissen, was wir mit ihm tun sollen. Dort ist es kühl Na, genug. dann zeigt mir den Weg. Er nickt und sie gehen rein mit dir zur Küche, durch die Küche durch. Du siehst rechts eine Tür bei der Küche, durch die muss man durch und dann führt eine relativ steile Treppe in einen Keller nach unten. Armen Halblinge. Vorsichtig. Nicht vergessen, erstens, wir sind alle durchgefroren und er ist unbehende. Ja. Ja. Was du drinnen dann siehst, wenn das Licht, wenn es genug Licht gibt, nämlich in der Küche, das erste Mal tatsächlich, dann siehst du, dass einer von diesen Soldaten das fällt dir natürlich gleich auf, weil du selbst Soldat warst. Ja. Deswegen fällt dir auf, dass der eine Irregularität in seiner Rüstung hat. Der hat nämlich eine Armschiene, die ganz eindeutigen Ursprung hat. Und zwar eine Lederarmschiene, wunderschön, Ja. mit Inlay-Arbeiten, die hervorragend ausgearbeitet sind, vom Schneeleoparden-Clan. Und der hilft dir dabei, diesen Leichnam runter in den Keller zu tragen. Das ist eine wunderschöne Handarbeit. Sagt er. Das stimmt. Wo kann man die erwerben? Ich glaube Tauschhandel. Ihr glaubt? Keine Ahnung. Wie? Ich habe sie beim Würfeln gewonnen. Beim Würfeln, okay. Ja, ihr bringt das runter in den Weinkeller und die sind da relativ schmerzunempfindlich und legen den unten bei den Treppen 5 Schritt weiter, klack, hin. Auf der rechten Seite siehst du Weinfässer, ein paar sind weiter hinten ältere Weinfässer, weiter vorn dürften neuere aufgestellt worden sind und teilweise so richtig große, ja, so richtige, riesige Fässer im hinteren Teil dieses Kellers. Und Lebensmittel sind auch da, allerdings würdest du sagen, gar nicht mal so viele. Also die von euch dürften noch fehlen, die wurden noch nicht runtergebracht. Ja. Aber auch mit denen, die ihr mitgebracht habt, ist es gar nicht so viel. Was würde ich denn schätzen, wie lange könnte dieser ganze Haushalt mit den Lebensmitteln hier ernährt werden? Na, vielleicht noch einen guten Monat. Vielleicht 3-4 Wochen, kommt drauf an. Also, Okay. wenn es gestreckt wird mit Jagdem natürlich ein bisschen länger, aber so. Okay. Es ist nicht karg, aber es ist nicht viel. Gut. Und ich versuche jetzt noch kurz mal in Erinnerung zu rufen, die Situation, als wir vorher dem Souverän vorgeführt werden, wie üppig war das Mahl dort eingerichtet? Akzeptabel. Es war nicht jetzt kein, du würdest sagen, für jemanden aus dem dritten Haus, rustikal, Ja. aber durchaus akzeptabel. Okay. Ja. Spiegelt aber jetzt nicht diese Notwendigkeit der Rationierung wieder. Okay. Also ich helfe Ihnen mit, versuche ihn trotzdem mit allem nötigen Respekt niederzulegen und aufzubahren. Versuche mich dann aber auch an die Soldaten dran zu hängen. Ja, die gehen dann gleich wieder rauf eigentlich. Die legen den hin, Okay. schauen schon kurz, nicken kurz und dann gehen sie rauf. Habt ihr was dagegen, wenn ich mich euch anschließe?
Nein. Sagt er. Mir ist dieses Getue irgendwie nicht zu viel. Ich suche die Einfachkeit. Ich brauche nicht dieses Brimborium. Ja, du musst mir nicht deine Lebensgeschichte erzählen. Komm einfach mit, wenn du würfeln willst. Komm in die Baracke. Sehr gerne. Was setzt ihr immer ein? Meistens Geld. Ich habe nur Fälle. Vielleicht kann man tauschen. Natürlich, Fälle. Hier, gar kein Problem. Ja. Sehr gut. Dann mache ich noch einen Abstecher zum Schlitten noch. Und Wenn du raufkommst, siehst du gerade den Valterius am Arm von der jungen, ehrwürdigen Liebten aus dem 3. Haus, aus einer Tür rausfanken. Der Ilva. Der Ilva. Oh, der Tochter. Tochter von. Ja, die wurde geschickt, um ihn zu holen. Ne? Und er kommt gerade bei einer Tür raus. Wenn du reinkommen würdest von draußen, ist es auf der linken Seite die erste Türe, wo der gerade rauskommt mit ihr. Und wenn er dich sieht, sagt er, der war der den Freiherrn, der hat den Freiherrn impersonifiziert. Ein Schurke, sagt er. Bei dem müssen wir unsere Augen, auf den müssen wir die Augen richten. Das war ein Missverständnis. Ja, Missverständnis. Wirklich? Ja, wenn plötzlich die Güter verschwinden, wissen wir, wo wir hinschauen müssen. Das könnt ihr gerne machen. Die beiden Soldaten, die vor dir gehen, hauen sich total ab. Ja, du siehst, wie die so extrem grinsen. Und du siehst die Ilva, die ihm so, ja, Valterius, ja, wir werden uns schon drum kümmern. Und sie schaut zu dir und macht so, alles klar, ne? Ich versuche bei den Soldaten aufzuschließen und flüstern, das findet ihr wohl witzig auch noch. Nein, das ist ist schon in Ordnung. Ja, und du siehst, wie die raufgehen. Bei euch oben Smalltalk und so ein bisschen betretenes Zuhören vielleicht oder einfach nur Essen, was halt am Tisch gestellt wird oder wurde. Und schließlich kommt der Valterius am Arm von der Ilva herein. Es hat ein bisschen gedauert. Und der Valterius bleibt kurz stehen, als würde er auf was warten. Ja, sie geht weiter und bleibt kurz bei ihm hängen, weil er stehen geblieben ist. Und er bleibt so stehen und dann schaut er so, wo ist Falkmar? Warum stellt er mich nicht vor? Es sind neue Leute da und Falkmar stellt mich nicht vor. Er muss mit seinem Stab klopfen und sagen, wer ich bin. Ich bin Valterius. Das ist natürlich nicht dasselbe, wenn ich es selber sage, nicht? Ich bin ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Und dann werde ich euch vorstellen. Sagt mir doch, wer seid ihr? Ich bin Valterius, der Astrologe. Ein wichtiger Mann. Der Valterius, der Astrologe. Und ihr seht die anderen, die sind so ein bisschen Belustigung auf der einen Seite, ein bisschen Augenverdrehen auf der anderen Seite, aber es wird halt akzeptiert irgendwie offensichtlich. Er nickt. Mangels eines Stabes nehme ich einen Trinkbecher und klopfe auf den Tisch. Valterius, der Astrologe. Dieser dürre Mann, alte Mann, der ein bisschen gebeugt geht, richtet sich auf, nickt euch zu. Ich klatsche. Er geht zu dir hin. Ich mach so. Er geht zu dir hin, du siehst, wie er in einer Tasche kramt. Fix Bruchweide. Er kramt in seiner Tasche und holt was raus und legt es dir hin. Und ich bin so, Das ist eingewickelt in ein Papier, eine Art Pergament. Ist da etwas eingewickelt, das legt er dir auf den Tisch. Dann klopft er dir so auf den Kopf und sagt, da, kleines Mädchen, das hast du sehr gut gemacht. Lass es dir schmecken. Ich kudere. Ja, klopft es so auf den Kopf, ein bisschen gönnerisch, wohlwollend. So ein süßes Mädchen. Eures? Ich sag ja. Wie aus dem Gesicht geschnitten, sagt er dann. Ich Wie weiß. aus dem Gesicht geschnitten. Und ihr? Na, das nenne ich eine Nase. Sagt er dann. Ihr macht mir Konkurrenz, junger Mann. Sehr gut, sehr gut. Und ist. Ah nein, ihr seid einer von denen. Ihr habt eine Rüstung an, das ist ja drollig. Gut, wo ist denn der junge Samu, sagt er dann und geht weiter. Und dann bleibt er kurz stehen bei dir und so, als würde er dich jetzt das erste Mal sehen. So, dann schaut er so nach hinten bei dir. Dann nickt er so, dann macht er so. Und dann geht er hinten vorbei und geht zum jungen Samu. Ich gehe mit
Ja, und dann greift er wieder in eine von seinen Taschen, du hörst das Klingeln und Scheppern und Tun und er holt 2, 3 so Sachen raus und sagt, ist die Milch schon warm? Ist die Milch schon warm gemacht? Was hat er mir hingelegt? Wenn du es aufmachst, ist ein Honigbonbon. Oh, ich bin so. Ja? So kurz vorm Schlafen gehen noch? Du musst so bald ins Bett. Warum nicht? Ja. Evangelos hat ja da einen gewissen Verdacht mir gegenüber geäußert, also werde ich mir diesen Valterius ein bisschen näher ansehen, ob der dieses Tattrige spielt und aufgesetzt Ja, hat. mach mal. Bitte einen Inside-Check. Ui. 3 plus 4 ist 7. Nicht sehr viel. Also- ich auch? Ja, gerne. Ja, bitte, wenn du das auch wissen willst oder wenn du auch auf das schaust. Das ist alles sehr kurios hier. Also ich nehme zwar gern Zuckerl an, aber ich schaue mir auch an, von wem. Du solltest nicht von fremden Leuten Süßigkeiten Du musst annehmen. da nicht essen. nämlich. 13. Also, 13? Zuckerl schmeckt schon sehr gut. Das Zuckerl schmeckt gut. Und es ist schwierig zu sagen, also wenn er es tut, dann tut er es sehr übertrieben. Also wenn er dieses Tattrige darstellt, eine sehr übertriebene Art, so etwas zu machen. Das könnte man subtiler wahrscheinlich. Ob das jetzt Absicht ist oder nicht, ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall sucht er nach der Milch, nach der er gefragt hat, ob die schon da ist. Und dann seht ihr, wie er 2, 3 Tinkturen in diese offensichtlich warme Milch reinleert, umrührt. Was ist denn das? Da sind viele wichtige Ingredienzien drinnen, die dem jungen Samu einen wundervollen Schlaf bereiten werden und seine Seele beruhigen. Ich merke mir, welche Fläschchen er da. Ja, es sind 3 Ob die Tinkturfläschchen. irgendeine Farbe, Form oder sonst was Es sind haben. so 2 Kristall- und 1 Tonfläschchen. Wenn die einschläfern sollen, merke ich mir. Ja, also er tut irgendwie schnell, aber das macht er recht geschickt, ja, wie er so reintut und dann hat er so einen Schlüsselring, wo aber auch etwas zum Umrühren drauf sein dürfte und das rührt er dann um und dann riecht er dran und dann sagt er, ja, das ist in Ordnung. Der Samu sitzt dort, ja, hat den Blick das erste Mal von dir abgewandt eigentlich und schaut dann dieses Getränk an und dann seht ihr, wie er es umhauen will. Aber offensichtlich dürfte das etwas sein, was er jedes Mal probieren will, weil die Soldaten haben ihn tatsächlich jetzt fest im Griff und das wird verhindert. Im Ansatz eigentlich schon. Ja. Und dann nimmt der Valterius dieses Ding und sagt, na jetzt trinken wir aber mal, es ist ja schon spät und ohnehin nichts mehr los und heute wird es ja auch nicht mehr spannend. Der junge Samu kommt und dann nimmt er ihn ganz vorsichtig so von der Seite und dann nickt er dem einen Soldaten zu, der greift dann auf die Nase von den jungen Buben, sie tun ihm seinen Kopf zurück und der beginnt sich zwar zu wehren, aber ein 10-Jähriger mit 2 erwachsenen Männern und einem, auch wenn auch tattrigen Mann. Es wird verschüttet, es wird über das Wams geleert, ein Teil davon, aber der Großteil wird dann doch getrunken werden im Endeffekt. Und dann seht ihr ziemlich rasch innerhalb von ein paar Atemzügen, wie der junge Mann von seinem wütenden Gesichtsausdruck zu einem relativ gleichgültigen und dann sogar ein bisschen müden Gesichtsausdruck auf seinem Sessel nach unten sackt und den Kopf fast nach unten legt. Seine Mutter schaut dann auf euch zuerst noch, dann aber zum Valterius und sagt, euer Trank hat wieder geholfen, vielen Dank. Wir können meinen Sohn jetzt in sein Zimmer bringen, ich werde euch begleiten. Ihr verzeiht mir. Dann steht sie auf und geht los. Die beiden Soldaten nehmen den jungen Mann, der jetzt fast mehr getragen wird, als selbst geht, obwohl seine Füße noch den Boden berühren, schleifen sie so ein bisschen mit in einem halbherzigen Versuch, das Gehen noch zu schaffen. Und er wird langsam, aber stetig nach draußen gebracht. Ja, wir brauchen, glaube ich, wieder ein bisschen Musik, Evangelos. Ich glaube, dieses Spektakel ist erledigt. Valterius, nehmt ruhig Platz und leistet unseren Neuankömmlingen Gesellschaft, wenn ihr das wollt. Ja, das will ich und ich will eine Beschwerde einbringen, sagt er.
Ich habe jemanden getroffen, der hat den Freiherrn Ehrengard impersonifiziert. Er hat sich versucht, als solcher auszugeben. Aha, sagt der Souverän. Na, das werden wir dann nachher besprechen, glaube ich. Das hat hier jetzt nichts verloren. Nicht, Malterius, das besprechen wir anschließend. Ja, wenn das euer Wunsch ist, dann machen wir das, sagt er dann und setzt sich hin und dann beginnt er eigentlich vom Teller, vom Samu, das Essen fertig zu essen, was da noch drauf ist und beginnt sich einen Wein einzuschenken und hört auf zu reden und beginnt zu essen. Ja, sehr gut, ja. Kehrt da langsam irgendwie, kehren da Zwiegespräche langsam ein? Ja, oder du siehst ist jetzt, noch immer nur... Nein, du siehst jetzt, wie der Souverän zum Beispiel mit der Freiherrin Isolde ein kleines Gesprächlein beginnt. Dann will ich, bevor sich die Ilva setzt, ein Gesprächlein mit der Ilva anzetteln. Wie beginnst du das denn? Sie ist gerade im Begriff, zu ihrem Platz zu gehen. Sie ist Ja, kurz will dort ich. gestanden. Mach mir einen Wahrnehmenwurf, bitte Ja. schön. Muss ich da einen Blick drauf nehmen? Wahrnehmen. Meine Badenfähigkeit, Jack of all Trades, ist plus Genau. 1. Ja, Und Perception geht auf Wisdom. genau. Wisdom habe ich plus 3, also plus 4 insgesamt. 14 plus 4. 18. Ja, 18. Was du siehst und vor allem wahrscheinlich hörst, wenn du sie ansprichst, was du dann gleich tun wirst wahrscheinlich, Ja. dass sich der Evangelas ganz kurz vergreift, aber nur so fast unmerklich vergreift er sich in der Seite und überspielt das aber gleich hervorragend. Aber wenn du dann den Blick hinwirfst zu ihm, dann siehst du, wie er kurz so auf sie schaut, fast ein eifersüchtiger Blick in seinem Gesicht und dann wendet er den Blick aber ab und spielt weiter. Was sagst du denn Schönes zu ihr? Ja. Ihr habt den guten Valterius ja sehr fürsorglich hierher begleitet. Ist er schon lange bei euch in der Familie tätig? Ja, eine gute Zeit, also schon gut über ein Jahr, dass er nur von uns konsultiert Ich wird. verstehe. Ja. Ein interessantes Abenteuer, das ihr hier erlebt. Seid ihr Interessant, sagt sie. freiwillig Sehr interessant, sagt sie. mitgekommen und voller Begeisterung? Oder? Natürlich begleite ich Lese. meine Familie überall hin, wo meine Familie Aber hingeht. so unter uns gesagt, wirklich was los ist hier nicht, oder? Es ist ein Jagdschloss. Ja. Und das Leben bei Hofe, das vermisst ihr? Nein, 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 nein. alles in Ordnung hier. Ich verstehe und ja, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen was zeigen. Vielleicht wollen wir tanzen, sagt Also sie. sehr gerne. Das ist schon. Ja, sie steht dann auf. Du siehst, der Vater, für den ist das völlig in Ordnung, dass sie quasi jetzt so das Ruder ergreift und dich einfach zum Tanzen auffordert. Ja, das ist auch nicht ganz üblich, aber sie ist da sehr resolut. Und der Evangelas spielt tatsächlich eine tanzbare Nummer oder zumindest etwas, wo man, wenn man die Tänze kennt, sich gut dazu bewegen kann. Ja, Ich klopfe sehr ein gerne. bisschen mit. Ja, und wenn ihr dann ein Stückchen abseits seid vom Tisch, sagt sie, es ist tödlich langweilig hier. Ich bin sehr glücklich, dass mal irgendjemand neuer kommt. Und dann Ja, ja. sagt sie aber ganz leise, Ja. so, dass ihr Vater vielleicht nicht unbedingt hört. Ja. Bitte schön. Ich glaube, ich werde mich erheben und souverän mich entschuldigen. Nach ein paar Minuten, nachdem man den Jungen weggebracht hat. Und Du hast aber werd- gegessen, nehme ich Ja, an, ich und habe getrunken. etwas und, ja. gegessen, getrunken, habe es mir an nichts mangeln lassen und werde dann versuchen, die Fürstin also wenn sie dann aus dem Schlafgemach ihres Sohnes zurückkommt, also ich werde sie nicht heimsuchen, aber ich werde sie aufsuchen, wenn sie dann auf dem Weg zurück vielleicht in den Saal ist,
Aber schon draußen schon vor dem draußen Saal. vorm- Das heißt, du vorm gehst Saal. du Ich geh begibst raus, dich raus. und versuch Wenn du so das- aufstehst, wird sich der Souverän auch erheben, tatsächlich, und wird sagen, ja, verzeiht mir meine rüde Art. Es ist spät, ihr habt einen langen Weg hinter euch gehabt, dann schaut aber auf euch alle eigentlich. Ja? In deine Richtung nicht, weil du tanzt gerade, aber er schaut halt auf euch und sagt, wenn ihr euch für den heutigen Abend zurückziehen wollt, ein Zimmer wurde vorbereitet und ihr könnt euch auch gerne zurückziehen. Wir werden morgen noch genug Zeit haben, um alles zu besprechen, was den Sold betrifft und alle anderen Dinge, die es zu tun geben könnte, wenn es für euch akzeptabel ist. Ich denke, wir haben einiges zu besprechen, Souverän. Ich freue mich. Er nickt. Danke für eure Gastfreundschaft. Also für dich und auch für dich, du hast das auch irgendwie mitbekommen, ist klar, prinzipiell sind sie jetzt entschuldigt und können gehen. Und für euch ist es so, ja, gut, okay, aber Ja. whatever. Freue Du mich. begibst dich nach draußen. Ich begebe mich nach draußen. Dann sitzt jetzt nur mehr ihr zwei dort auf diesem langen Tisch Ja. in der Mitte. Ich denke, ich werde auch draußen schlafen. Ich werde mir draußen ein kleines Lager machen. Alter. Im Hof, das macht nichts. Ich wissen die Wölfe und Waage lieber als dieser kleine wilde, Brauchst du Gesellschaft? dieses kleine wilde Kind. Wenn du möchtest, gerne. Aber Okay. nur wenn du magst. Es ist wirklich Klar. kalt. Kann Na man dann. Gut, ihr könnt mir draußen einen Survival-Check machen. Entweder jeder für sich oder einer mit Geht schon. Das geht schon. Hilfe des anderen. Mit dem Berühmte Advantage. letzte Worte. Ich wollte nur sagen, wenn ich an den Tischen vorbeigehe, dann sieht man nur meine Ohrenspitzen, weil ich bin ja ganz klein. Ja, ja, klar. Ja, Ich finde das gut. ja. Ich auch. Survival hast du gesagt, gell? Ja. 14. 14. Ihr geht's raus. Es ist niemand mehr draußen, außer beim Tor stehen zwei Wachen mit dicken Wintermänteln und allen Geschichten fest drüber gezogen. Sie haben auf Lanzen eigentlich, die dürften so Haken haben, da hängen Laternen runter. Ja, die haben sie in der Hand und die stehen gleich beim Tor ganz gebückt irgendwo dort in der Nähe, weil dieser Schneesturm halt wieder Fahrt aufnimmt. Das habt ihr schon seufze gecheckt, laut. dass dieser Sturm sich noch nicht ausgeblasen hat, sondern jetzt wieder fest Gas gibt. Der Sturm ist wieder da. Nicht so gemütlich aus. Es ist tatsächlich wirklich kalt. Es ist Vielleicht gehen wir doch auf das Zimmer. Ich seufze nochmal, dann reibe ich mir nochmal meine Ohr und denke nach. Ja, es ist keine leichte Entscheidung, aber. Na gut. geht's wieder rein. Ja. Dann seht ihr oben, wenn ihr unten reingeht, ja, man geht ein paar Treppen rauf, geht in diesen Vorraum, wo es geradeaus durch zur Küche gehen wird. Dann seht ihr oben gerade den Bruder Clune, der noch oben steht, auf jemanden warten dürfte. Und in dem Moment kommt auch die Frau des Souveräns. Und wenn sie dich sieht, Souverän Eleonore nickt dir zu, sagt, Bruder Clune, ihr wartet auf mich? Nehme Haltung an, Souveränin. Ich wollte mich nach dem Befinden des jungen Stolz Samu erkundigen. Er schläft, sagt sie dann. Ist das eine häufige Situation? Öfter als mir lieb ist. Es ist manchmal tagelang beinahe nicht zu bemerken, außer bei kurzen Episoden. Und manchmal ist es so schlimm, wie es eben war, sagt sie. Nun, Es war jetzt ein paar Tage besser. Ich befürchte, euer Auftreten hat... Ich gebe euch keine Schuld diesbezüglich, aber euer Aussehen, euer Auftreten, ich weiß nicht, was es war. nun, ich habe einige Vermutungen und keine davon ist besonders erfreulich. Aber ich denke, es wird nicht ewig gut gehen, euren Sohn mit Schlafmitteln ruhig zu stellen. Ich denke, es wird eine Heilung,
die von Dauer ist erforderlich. Sie schaut kurz so runter, sieht euch dort stehen, die ihr das ja jetzt mitbekommt, ne? Und sie nickt euch zu, schaut dich dann aber an und sagt ein bisschen leiser, das sollten wir vielleicht morgen besprechen, Ja. mit meinem Mann. Ich wünsche euch eine gute Nachtruhe. Vielen Dank. Wenn ihr euer Zimmer sucht, ich glaube, es ist vorbereitet. Wahrscheinlich hat es die Küchenmeisterin. Wenn ihr die Information Ich braucht werde mich für das Zimmer, holt es von blau da. machen, Sie wenn nickt. nicht. Und ich bedanke mich jetzt schon für eure Anwesenheit, sagt sie. Und dann siehst du, wie sie kurz vor der Türe steht, durchatmet, die Türe öffnet und hineingeht. Und drinnen hört man kurz die Musik, ein bisschen Geplaudere und dann steht ihr drei, du oben, ihr zwei unten, in diesem Also Vorraum. ich komm dann drauf. Also ich war gerade auf dem Weg nach unten, nachdem ja, man mich genau. jetzt zur Küchencrew geschickt hat. Suchst du auch das Zimmer? Man hat mir gesagt, in der Küche kann man uns weiterhelfen, wo es ist. Na gut, dann lass uns mal in die Küche Außerdem gehen. ist es in der Küche warm und gemütlich. Vielleicht Oh ja. wollen wir noch ein heißes Getränk. Ganz zu kurz. uns nehmen. Du bist mit den beiden in die Baracken gegangen. Genau. Dort ist die Stimmung betrübt, tatsächlich. Ja, so stoisch sie draußen waren und beim Rein- und Runtertragen. Dort drinnen jetzt legen sie die Kleidung ab und auch so ein bisschen die harte Schale damit. Und du kommst gerade in dem Moment rein, wo schon Gläser, also eigentlich Becher am Tisch stehen und jemand ein bisschen was eingeschenkt hat. Jetzt nicht, um sich zu betrinken offensichtlich, aber um halt einen gefallenen Kameraden zu verabschieden. Und du wirst so ein bisschen angeschaut, wenn du da auch dazu kommst. Genau, weil störe ich, dann gehe ich wieder. Ja, haben wir noch einen Becher? Wir haben jetzt einen übrig. Es tut mir leid. Ja, ist in Ordnung. Und ja, es wird eingeschenkt. Und eine von den Frauen unter den Wachen, du siehst, sie könnte ein bisschen Orkblut in sich haben, aber vielleicht sogar wenig. Ja, also, oder es ist fast nicht zu bemerken. Und die spricht ein paar Worte auf den gefallenen Kameraden. Alle trinken. Und dann beginnt eigentlich fast ansatzlos das Geschichtenerzählen von dem, irgendwelche Schwänke, die er gemacht hat, irgendwelche Missgeschicke, die ihm passiert sind. Jeder hat die eine oder andere Geschichte mit ihm, von ihm. Ich genieße das, ja, und schaue aber, dass ich mich trotzdem eher an den Rand der Gesellschaft begebe. So ein bisschen im Halbdunkeln, lausche den Geschichten und so im Lauschen schweife ich einfach ein Stück, lasse ich meine Gedanken schweifen, denke an den Verlust, den ich vor kurzem erst erlebt habe und bin wahrscheinlich mehr in Geschichten, die mich selbst begleitet haben, als in dem, was um mich herum Ja, passiert. es ist fast die Vergangenheit, die dich ein bisschen einholt. Du kennst diese Situationen von früher, Ja. Baracken, wo über Kameraden erzählt wird, die irgendetwas vielleicht nicht geschafft haben oder die nicht mehr zurückgekommen sind oder solche Dinge. Das kennst du, das ist dir Ja. völlig klar. Und was dir auch schnell klar ist, ist, dass diese Stimmung da drinnen ohnehin ein bisschen getrübt ist. Was macht man überhaupt da? Was soll der Unsinn? So ein Schwachsinn in einem Jagdschloss im Winter, das eigentlich für die Solsmonde gedacht ist und nicht für diese Wintertage hier. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum gehen wir nicht zurück? Solche Gespräche kommen dann auch zustande. Fällt es auch, ob mehr Personen schon gefallen sind? Ich meine, ich weiß jetzt vom Ritko und vom Linhard. Ja, nein, sonst hörst du nichts dergleichen. Wird bald der Name Ivo irgendwann? Nein, auch nicht wirklich. Auch nicht. Na, Okay. Das ist mit Jeppa und Hunsfott. Sind die da? die sind da. Ja, die trinken mit. Dann werde ich mich nach einer... Dass der Ivo nicht erwähnt wird, scheint dir nicht seltsam übrigens. Ein Deserteur, also jemand, der seine Kameraden im Stich Von lässt, dem redet man nicht. von dem redet man nicht. Ja. Der ist schlimmer als gestorben,
quasi. Ne? Nach einer Weile suche ich dann doch die Nähe zu Hunsfort und zu Jeppa. Die Nähe zu Hunsfort, das ist schön. Das ist das, was ich hören wollte. Ja. Also jetzt neben sie und was habt ihr mit Lenhard erlebt? Viele Dinge. Wie lange habt ihr gemeinsam gedient? 8 Jahre. Wie lange seid ihr jetzt schon im Dienste des Hauses Engel? Haus Engel, 4 Jahre. 4 Jahre. Das ist schon eine ganze Weile, oder? Er zuckt mit den Schultern. Der Sold ist besser, die Ausbildung ist besser. Sagt, habt ihr Wendel schon gesehen? Wendel, Euren Jagdführer? der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Auch desertiert, so wie Ivo? Ivo desertiert. Der Jagdführer desertiert nicht, ist kein Soldat. Der war schon bei den Obrigen. Okay. Was, Wenn ihr mich fragt, wenn ich er gewesen wäre, ich wäre auch abgehauen. warum? Naja, was machen wir hier? Was soll der Unsinn? Draußen den Arsch abfrieren? Von irgendwelchen wilden Bestien die Kehle rausgerissen bekommen? Wie lange ist er denn schon weg? Seit... Wann ist Wendel abgehauen? Du siehst einen, der sich gerade drüber beugt, der hat doch noch ein Gläschen genommen. Naja, Wendel, ich würde sagen, gute 8 Tage, 7 Tage. Gleist dir recht nicht nach, wie weit er gekommen sein kann? Könnte überall sein. Ja. Du drehst oben deine Runden. Es haben sich andere zu euch dazu gefunden. Ja, ich möchte jetzt zweierlei Dinge machen. Also ich glaube nicht, dass da oben gesellschaftlich noch etwas Interessantes Es verläuft sich gerade so ein bisschen. Genau, was Ja. passiert. Deswegen werde ich mich nicht mehr allzu lange da jetzt. Ich möchte ein bisschen flirty sein und nicht da zu tief irgendwas anzetteln. Werde aber irgendeinen Tanz, den ich ohnehin kann, ihr sagen, oh, diese Schritte kenne ich nicht, könnt ihr mir die beibringen? Dann siehst du den Stolz Erik kommen, Ja. sich vor dir kurz verbeugen. Er sagt, meine Schwester kann euch die hervorragend beibringen, das ist ihr Lieblingstanz. Darf ich ablösen? Und dann schnappt er die Ilva und tanzt mit Aber ihr mit Vergnügen. in eine andere Richtung. Und die Die Schwester, und du merkst, das fällt da sofort Ja. auf, du hast nicht das Gefühl, die wollte unbedingt wirklich tanzen. Die Schwester. Ja. Aber sie lässt Ja, sich von und, dir sofort in den Tanz führen, quasi, Ja, aber okay. sie erklärt dir halt so ein bisschen die Schritte. Ihr Ja, Blick ich ist kann- trotzdem gesenkt Ja, und sie ist aber eine hervorragende Tänzerin im Ja. Endeffekt. gut, dann werde ich, also das, was mich interessiert ist, ob der Erik, ist der eifersüchtig? Hat er uns da jetzt unterbrochen, weil er eifersüchtig ist? Vielleicht. Vielleicht? Er hat es auf jeden Fall gut gemacht, jetzt im Sinne von Ja, ja. abgelöst. Es war, Ja, nichts, ja. es war nicht irgendwie Offensiv, sondern- offensiv. ja. Nein, Ja, er, ja, hat dich, das- er hat... War völlig den Ja, ja. gesellschaftlichen Normen entsprechend. Genau. Gut, dann werde ich mit der Birke ein bisschen höflich reden. Ist die irgendwie aus der Reserve zu locken? Ein ganz klein wenig? Sie ist ihr das schmunzelt, ganz wenn du etwas Lustiges sagst, Ja. sie lächelt, sie sagt ja und nein und aber nicht ein paar interessiert Worte. Nicht interessiert, hast du nicht das Gefühl, eher so ein bisschen schüchtern. Schüchtern. Hat sie eine Meinung zu dem Aufenthalt hier? Ja, es ist hervorragend. Okay. Gut. Dann werde ich mich auch bedanken Ja. für den Tanz und Ja. für die Unterrichtseinheit Ja. und mich dann auch langsam zurückziehen, indem ich noch bei den meisten vorbeigehe, Ja. nicke, einen guten Ja, und du Abend merkst, wünsche. diese Episode vom Samo dürfte tatsächlich diesen Abend so ein bisschen gedämpft und Ja. zerschlagen haben. Ja, du hast so das Gefühl, es wäre schon geplant gewesen, euch noch ein bisschen länger zur Konversation Ja. zu haben und vielleicht mit besserer Stimmung und so Geschichten erzählend, aber das hat der Samu eigentlich mit dieser Sache. Der Einzige, der ungestört oben sitzt und offensichtlich Geschmack am Abendbrot Ist der Valterius. ist der Valterius. Und Wein, vor allem der Wein, dürfte ihm ein bisschen zugetan haben. Ich werde
oft den Valterius ohnehin immer wieder einen Seitenblick geworfen haben Ja. und vielleicht, wenn ich in der Nähe war, ein bisschen gehört haben, ob er spricht und ob der dieses Tattrige die ganze Zeit beibehält. Oder? Wenn er isst und trinkt, ist Na, er nicht. sehr konzentriert. Ja, Ja. aber es scheint ihm gut zu gehen. Ja. Gut, dann werde ich mich gebührend verabschieden und dann irgendwann gehen, nicht allzu lange mich da aufhalten Ja. und meine Freunde suchen. Ihr habt mit Hilfe der Küchencrew euer Zimmer gefunden, wenn ihr das wollt. Es ist kein riesiges Zimmer, es ist auch kein kleines Zimmer, aber es wurden ganz offensichtlich Betten dazugestellt. Es ist ein kleiner Kamin drinnen, wo Holz reingetan wurde, dass es noch zu entzünden gilt und warm zu machen. So schnell und so weit waren sie offensichtlich noch nicht. Das Zimmer ist so, dass es ein Stückchen weiter oben ein schießschartenartiges Fenster hat. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Raum, den ihr gerade begeht, wenn man von draußen reinkommen würde, würde man nach rechts gehen. Da dürfte so ein Gesindetrakt sein oder so. Und eine Türe zur Linken, wenn man da reingeht, kommt man in diesen Raum hoch oben. Das dürfte die Außenmauer von diesem Jagdschlösschen sein. Ist ein kleines Fenster, das aber ein bisschen so wie eine Schießscharte gemacht wurde, unter Anführungszeichen, weil es viel zu groß ist für eine Schießscharte. Also könnte von jemand auch durchklettern, wenn er wollen würde. So wie die Mauer nicht hoch genug ist, um eine Armee oder einen Angreifer abzuhalten, ist diese Schießscharte nicht dafür gedacht, um nach draußen jemanden abzuhalten, hier reinzukommen, sondern es ist ein bisschen ein Stilmittel vielleicht gewesen. Der Raum ist nicht besonders groß, ist nicht besonders klein. Ein paar Betten dürften dazugestellt worden sein. Das ist in der Nähe dieses Kamins wurde eine Matratze hingelegt, eine recht kleine, mit vielen Fellen. Das dürfte offensichtlich für dich gedacht sein. Die ist so klein, die wäre für ein Kind oder für dich tatsächlich geeignet. Okay, das ist sehr Ansonsten ist für jeden ein Bettchen mit einem Bettchen, ein Bett mit einer Kiste bedacht, wo man seine Habseligkeiten reingeben kann, wenn man sie nicht im Rucksack haben will. Es ist ein kleiner Tisch drinnen mit 2 Sesseln, viel mehr geht sich dann nicht mehr aus. Dort werdet ihr hingeführt mit dem entschuldigenden Blick, dass es noch nicht eingeheizt ist, aber das Holz wurde schon gebracht. In der nächsten Folge. Was schlägst du vor? Was auch immer, was schlägst du vor? Nun, wir müssen uns zuerst mit seinen Eltern beraten. Ich kann nicht einfach in das Zimmer marschieren und ihn exorzieren. Kannst du so etwas? Aber wenn es helfen wird. In der Theorie ja, trotzdem ist das nicht mein Kind und grundsätzlich auch nicht meine Aufgabe hier. Ingolf! Nein! Ingolf geht dort! Du hast mir fast einen Herzinfarkt besorgt! Tut mir leid! Nichts für Unmut! Gut, Noch eine gut! ruhige Nacht! Ruhige Nacht, Arschloch!